Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Jon, wie geht's dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Geld und Finanzierung sprechen. Sprichst du gerne über Geld? Ja, das mache ich. Ich denke, Geld ist sehr wichtig. Es hilft uns, Dinge zu kaufen und für die Zukunft zu planen. Super. Ich habe viele Fragen zur Finanzierung. Können wir darüber reden? Natürlich, Alice. Ich helfe dir gerne. Jon, was denkst du, bedeutet Finanzierung? Ich denke, Finanzierung bedeutet, Geld zu verwenden, um Dinge jetzt zu bezahlen und später zu planen, es zurückzuzahlen. Das kann ein Darlehen, eine Kreditkarte oder ein Budget sein. Das ist eine gute Definition. Ich höre oft, dass Leute sagen, sie brauchen eine Finanzierung, um ein Auto oder ein Haus zu kaufen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Viele Menschen haben nicht genug Geld, um alles auf einmal zu bezahlen. Also leihen sie sich Geld und zahlen es im Laufe der Zeit zurück. Ich verstehe. Wenn man Geld leiht, zahlt man normalerweise etwas mehr. Das nennt man Zinsen, richtig? Ja, genau. Zinsen sind das zusätzliche Geld, das du zahlst, wenn du dir etwas leihst. Es macht das Darlehen teurer. Jon, ich denke darüber nach, ein neues Auto zu kaufen. Ich habe nicht genug Geld, um es vollständig zu bezahlen. Sollte ich eine Finanzierung nutzen? Finanzierung kann eine gute Option für ein Auto sein, wenn du gut planst. Du kannst ein Darlehen aufnehmen, um das Auto zu kaufen und es in kleinen Beträgen jeden Monat zurückzahlen. Das klingt hilfreich. Aber wie wähle ich ein gutes Darlehen aus? Wenn du ein Darlehen wählst, achte auf einen niedrigen Zinssatz. Ein niedriger Zinssatz bedeutet, dass du weniger zusätzliches Geld zahlst. Überprüfe auch die Laufzeit des Darlehens. Eine kurze Laufzeit bedeutet, dass du das Darlehen schnell zurückzahlst, aber die monatlichen Raten sind höher. Eine lange Laufzeit bedeutet kleinere Zahlungen, aber insgesamt zahlst du mehr Zinsen. Ich verstehe. Ich werde verschiedene Darlehen vergleichen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Das ist ein kluger Plan. Du kannst auch deine Bank oder eine Kreditgenossenschaft um Rat fragen. Jon, ich höre auch oft von Kreditkarten. Sind Kreditkarten eine Form der Finanzierung? Ja, Kreditkarten sind eine Art der Finanzierung. Mit einer Kreditkarte kannst du Dinge jetzt kaufen und später bezahlen. Aber sei vorsichtig. Wenn du nicht den gesamten Betrag jeden Monat zurückzahlst, zahlst du hohe Zinsen. Ich verstehe. Ich mag die Idee, eine Kreditkarte für Notfälle zu verwenden, aber ich möchte nicht zu viel Zinsen zahlen. Das ist ein guter Punkt. Lies immer die Bedingungen der Kreditkarte, bevor du sie benutzt. Versuche deine Rechnung jeden Monat vollständig zu bezahlen, um Zinsen zu vermeiden. Ich werde daran denken. Jon, wie sieht es mit Bildungskrediten aus? Ich habe von Studienkrediten gehört. Sind die eine gute Idee? Studienkredite können dir helfen, das College oder eine Ausbildung zu finanzieren. Viele junge Menschen nutzen Kredite, um ihre Ausbildung zu finanzieren. Aber du musst das Darlehen später zurückzahlen, also musst du sorgfältig planen. Ja, ich möchte nach der Schule einen guten Job haben, damit ich das Darlehen zurückzahlen kann. Ich werde meine Optionen recherchieren, bevor ich Geld für die Schule leihe. Das ist sehr klug. Achte auf Darlehen mit niedrigen Zinsen und guten Rückzahlungsbedingungen.
Jon, wie kann ich mehr über Budgetierung und Sparen lernen? Ich möchte gut im Umgang mit meinem Geld sein. Es gibt viele kostenlose Ressourcen online. Du kannst Budget-Apps, Videos und Artikel finden. Du kannst auch ein örtliches Gemeindezentrum besuchen, um an einem Workshop über persönliche Finanzen teilzunehmen. Ich werde online nach Budget-Apps suchen. Ich möchte ein einfaches Budget erstellen, um mein Einkommen und meine Ausgaben zu verfolgen. Ein einfaches Budget ist ein guter Anfang. Schreibe dein Einkommen auf und liste dann deine Ausgaben, Miete, Essen, Transport und Ersparnisse. Versuche weniger auszugeben, als du verdienst. Das werde ich versuchen. Ich möchte Geld für einen Urlaub und einen Notfallfonds sparen. Für einen Urlaub und einen Notfallfonds zu sparen ist sehr wichtig. Selbst ein kleiner Betrag, der jeden Monat gespart wird, kann im Laufe der Zeit wachsen. Ja, ich habe von der Regel „Zahle dich zuerst" gehört. Das bedeutet, Geld zu sparen, bevor man für andere Dinge ausgibt. Genau. Wenn du dein Gehalt erhältst, lege sofort einen Teil für Ersparnisse beiseite. Dann benutze den Rest für deine Ausgaben. Ich werde versuchen, diese Regel zu befolgen. Jon, ist es jemals eine gute Idee, Geld für Dinge wie ein neues Handy oder Kleidung zu leihen? Das kommt darauf an. Für kleine Dinge ist es in der Regel besser, bar zu bezahlen. Geld für ein neues Handy zu leihen, kann zu hohen Zinsen führen, wenn du nicht rechtzeitig zahlst. Ich stimme zu. Ich möchte Schulden für unnötige Dinge vermeiden. Ich werde zuerst Geld sparen und dann kaufen, was ich wirklich brauche. Das ist eine kluge Entscheidung. Denk immer darüber nach, ob du etwas wirklich brauchst, bevor du Geld leihst. Jon, kannst du mir mehr über Zinssätze erzählen? Wie beeinflussen sie Darlehen und Kreditkarten? Klar. Zinssätze sind die Kosten für das Leihen von Geld. Ein niedriger Zinssatz bedeutet, dass du weniger zusätzliches Geld für dein Darlehen zahlst. Ein hoher Zinssatz bedeutet, dass du viel mehr zahlst. Ich verstehe. Wenn ich Darlehen vergleiche, muss ich den Zinssatz genau beachten. Ja, und schau dir auch den effektiven Jahreszins APR an. Der umfasst die Zinsen und einige Gebühren. Er gibt dir ein klares Bild von den Gesamtkosten des Darlehens. Das ist sehr hilfreich. Ich werde immer den APR überprüfen, bevor ich mir Geld leihe. Gut. Das Verständnis von Zinssätzen ist wichtig, um kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen. Jon, was ist der Unterschied zwischen einem Festzinsdarlehen und einem variablen Zinssatzdarlehen? Ein Festzinsdarlehen hat während der gesamten Laufzeit des Darlehens den gleichen Zinssatz. Das bedeutet, dass deine monatlichen Zahlungen gleich bleiben. Ein variabel verzinsliches Darlehen hat einen Zinssatz, der sich im Laufe der Zeit ändern kann. Deine Zahlungen können steigen oder sinken. Ich denke, ich bevorzuge ein Festzinsdarlehen. Es ist einfacher, mein Budget zu planen, wenn die Zahlung immer gleich ist. Viele Menschen wählen aus diesem Grund Festzinsdarlehen. Sie sind stabiler und weniger riskant. Ja, ich möchte Überraschungen bei meinen monatlichen Zahlungen vermeiden. Ich werde nach Festzinsoptionen suchen, wenn ich Darlehen vergleiche. Das ist ein guter Plan. Lies immer die Bedingungen sorgfältig, bevor du etwas unterschreibst. Jon, ich habe eine Frage zur Versicherung. Ist Versicherung Teil der Finanzierung? Ja, Versicherung ist ein Teil der Finanzierung. Sie hilft, dich vor hohen Ausgaben zu schützen. Zum Beispiel hilft die Krankenversicherung, Arztkosten zu bezahlen, und die Autoversicherung hilft, Reparaturen nach einem Unfall zu bezahlen. Ich verstehe. Ich möchte eine Versicherung haben,
damit ich im Notfall keine Angst vor hohen Kosten habe. Das ist sehr wichtig. Wenn du ein Auto oder ein Haus finanzierst, verlangen die Kreditgeber oft, dass du eine Versicherung hast, um ihre Investition zu schützen. Ich werde mehr über verschiedene Arten von Versicherungen lernen. Ich möchte sicher und geschützt sein. Das ist eine weise Entscheidung. Lies immer die Einzelheiten der Police und vergleiche verschiedene Pläne. Jon, kannst du mir gute Banken oder Kreditgenossenschaften für ein Darlehen empfehlen? Ich empfehle bei mehreren Banken und Kreditgenossenschaften nachzufragen. Sie bieten oft unterschiedliche Bedingungen und Zinssätze an. Du kannst sie vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Ich werde ein paar lokale Banken besuchen und nach ihren Darlehensoptionen fragen. Ich möchte sicherstellen, dass ich einen guten Zinssatz bekomme. Das ist eine gute Idee. Du kannst auch online nach Bewertungen suchen und die Zinssätze leicht vergleichen. Ja, ich nutze gerne das Internet zur Recherche. Ich werde nach den besten Finanzierungsoptionen suchen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Mach immer deine Hausaufgaben, bevor du dir Geld leihst. Das hilft dir, eine kluge Wahl zu treffen. Jon, ich finde es sehr wichtig, über Geld und Finanzierung zu sprechen. Es hilft mir, für die Zukunft zu planen. Ich stimme dir zu, Alice. Wenn wir Finanzierung verstehen, können wir bessere Entscheidungen treffen. Wir können ein Haus, ein Auto kaufen oder für die Ausbildung bezahlen, ohne Angst zu haben. Ja, und wir können Schulden vermeiden und unsere Ausgaben verwalten. Ich möchte finanziell gesund sein. Finanziell gesund zu sein bedeutet, innerhalb deiner Möglichkeiten zu leben, für die Zukunft zu sparen und für Notfälle zu planen. Ich werde an meinem Budget und meinem Sparplan arbeiten. Ich möchte die Kontrolle über mein Geld haben. Das ist ein sehr gutes Ziel. Denk daran, dass kleine Schritte zu großen Veränderungen führen können. Danke, Jon. Du hast mir heute viele Dinge über Finanzierung erklärt. Gern geschehen, Alice. Ich teile gerne, was ich weiß. Ich denke, wir haben heute beide viel gelernt. Ja, ich fühle mich sicherer in meinen finanziellen Entscheidungen. Ich werde Darlehen vergleichen, Kreditkarten klug nutzen und mich an ein Budget halten. Das freut mich zu hören. Denk daran, immer die Bedingungen zu lesen und Fragen zu stellen, wenn du dir unsicher bist. Das werde ich. Ich möchte eine kluge Kreditnehmerin und eine gute Sparerin sein. Du bist bereits auf dem richtigen Weg. Lern weiter und plane, und du wirst Erfolg haben. Ich werde weiter mein Deutsch üben und über Finanzen lernen. Danke für dieses gute Gespräch, Jon. Gern geschehen, Alice. Ich rede gerne mit dir. Lass uns wieder treffen, um mehr über Geld und andere Themen zu sprechen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen schönen Tag, Jon. Danke, Alice. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo, wenn ich ankomme. Kannst du mir ein Hallo zurückgeben? Finanzierung. Finanzierung. Die Finanzierung des Projekts ist wichtig. Wir benötigen eine Finanzierung für das neue Auto. Die Bank bietet verschiedene Optionen zur Finanzierung an. Geld da, ja. Geld da, ja. Ich brauche mehr Geld. Geld ist wichtig für das Leben. Er spart sein Geld für ein Auto. Darlehen? Darlehen? Ich habe ein Darlehen aufgenommen. Das Darlehen muss bis nächsten Monat zurückgezahlt werden.
Er hat ein Darlehen für sein Studium erhalten. Kreditkarte. Kreditkarte. Ich bezahle mit meiner Kreditkarte. Die Kreditkarte ist verloren gegangen. Hast du deine Kreditkarte dabei? Zinsen. Zinsen. Die Zinsen steigen jedes Jahr. Ich muss die Zinsen für mein Darlehen zahlen. Die Bank bietet niedrige Zinsen an. Laufzeit. Laufzeit. Die Laufzeit des Vertrags beträgt 2 Jahre. Die Laufzeit kann manchmal verlängert werden. Bitte überprüfen Sie die Laufzeit der Software. Rückzahlungsbedingungen. Rückzahlungsbedingungen. Die Rückzahlungsbedingungen sind klar. Ich habe die Rückzahlungsbedingungen gelesen. Bitte überprüfen Sie die Rückzahlungsbedingungen vor dem Kauf. Kreditgenossenschaft. Kreditgenossenschaft. Die Kreditgenossenschaft hilft den Mitgliedern. Viele Menschen vertrauen der Kreditgenossenschaft. Die Kreditgenossenschaft bietet niedrige Zinsen an. Budgetierung. Budgetierung. Die Budgetierung ist wichtig für die Finanzplanung. Wir lernen die Grundlagen der Budgetierung. Eine gute Budgetierung hilft, Geld zu sparen. Ersparnisse. Ersparnisse. Ich habe meine Ersparnisse gespart. Ersparnisse sind wichtig für die Zukunft. Wir investieren unsere Ersparnisse in Aktien. Notfallfonds. Notfallfonds. Ein Notfallfonds ist wichtig für unerwartete Ausgaben. Ich habe einen Notfallfonds für meine Reisen. Der Notfallfonds hilft mir in schwierigen Zeiten. Versicherung. Versicherung. Die Versicherung schützt dich vor Risiken. Ich habe eine Krankenversicherung abgeschlossen. Die Versicherung zahlt im Schadensfall. Investition. Investition. Eine Investition kann viel Geld kosten. Die Investition in Bildung ist wichtig für die Zukunft. Wir planen eine große Investition in neue Technologie. Änderung. Änderung. Die Änderung ist wichtig. Ich habe die Änderung vorgeschlagen. Die Änderung tritt nächste Woche in Kraft. Überraschungen. Überraschungen. Die Überraschungen waren sehr schön. Ich liebe Überraschungen zu feiern. Die Überraschungen machen das Leben spannend. Reparaturen. Reparaturen. Die Reparaturen sind teuer. Ich brauche Hilfe bei den Reparaturen. Die Reparaturen werden nächste Woche abgeschlossen. Gesunde. Gesunde. Ein Apfel ist sehr gesund. Es ist wichtig, gesund zu essen. Sport macht den Körper gesund. Entscheidungen. Entscheidungen. Wir treffen oft Entscheidungen im Leben. Entscheidungen können schwierig sein. Gute Entscheidungen führen zu positiven Ergebnissen. Ressourcen. Ressourcen. Die Ressourcen sind begrenzt. Wir müssen unsere Ressourcen besser nutzen. Viele Unternehmen investieren in nachhaltige Ressourcen. Was möchte Alice mit Jon besprechen? Was empfiehlt Jon Alice, um klug mit ihrem Geld umzugehen?
Was möchte Alice in dem Gespräch mit Jon lernen? Was empfiehlt Jon Alice beim Vergleich von Darlehen? Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden verpasst. Bis zum nächsten Video.